Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein leckeres vegetarisches Gericht. Passend zur Jahreszeit gibt es heute selbstgemachte Semmelknödel mit einer cremigen Pilzrahmsoße. Als erstes bereiten wir die Semmelknödel zu. Dafür zunächst 2 Zwiebeln abziehen und fein hacken. Anschließend eine Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen und die Zwiebeln darin ein paar Minuten bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Gelegentlich mal umrühren und dann vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen. Als nächstes habe ich hier 8 Brötchen vom Vortag. Die Brötchen einmal mittig halbieren und danach mit einem Messer in dünne Scheiben oder kleine Würfel schneiden. Außerdem noch ein Bund Petersilie fein hacken und danach eine Rührschüssel hernehmen, 4 Eier, 300 ml Milch, einen halben Teelöffel Muskatnuss und eine gute Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer hineingeben. Und jetzt alles mit einem Schneebesen gut miteinander verquirlen, bis sich alle Zutaten schön verteilt haben. Die verquirlte Ei-Milch-Mischung anschließend zu den Brötchenscheiben gießen. Außerdem 3/4 der fein gehackten Petersilie dazugeben. Den Rest brauchen wir nachher für die Soße, also zur Seite stellen. Die abgekühlten Zwiebeln dazugeben und dann alles mit den Händen verkneten bzw. vermengen, bis daraus eine gut formbare Knödelmasse entstanden ist. Danach können wir daraus die Knödel formen. Insgesamt sollten wir etwa 8 bis 10 tennisballgroße Knödel erhalten. Einfach immer etwas von der Masse abnehmen, zwischen den Handflächen etwas zusammendrücken und mit kreisenden Bewegungen zu einer Kugel formen. Wenn das erledigt ist und alle Knödel geformt wurden, einen großen Topf mit Salzwasser erhitzen und sobald das Wasser kurz vorm Kochen ist, die Knödel dazugeben und in leicht simmerndem Wasser etwa 25 Minuten gar ziehen lassen. Das Wasser sollte dabei nicht kochen, sondern immer nur leicht simmern und währenddessen können wir uns um die Pilzrahmsoße kümmern. Dafür als erstes einen gehäuften Teelöffel Speisestärke mit 2 bis 3 Esslöffeln Wasser glatt rühren, dann zur Seite stellen, außerdem eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe abziehen, anschließend fein hacken und zum Schluss die Pilze zunächst putzen und dann je nach Größe halbieren oder vierteln. Hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe mich für weiße und braune Champignons, Pfifferlinge und Kräuterseitlinge entschieden. Ihr könnt aber auch andere Pilze oder nur eine dieser Sorten verwenden, ganz wie ihr wollt. Die Pilze werden jetzt als erstes in etwas Öl scharf angebraten. Das geht am besten in mehreren Schüben, also nicht zu viele Pilze auf einmal in die Pfanne geben. Gelegentlich mal durchrühren bzw. durchschwenken und nach etwa 2 bis 3 Minuten aus der Pfanne heben und zur Seite stellen. Das Ganze jetzt für die restlichen Pilze wiederholen und sobald dann alle Pilze angebraten wurden, die Pfanne erneut mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, die Zwiebeln und den fein gehackten Knoblauch dazugeben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Wenn die Zwiebeln dann schön glasig sind, das Ganze mit 400 ml Gemüsefond ablöschen, außerdem 200 ml Sahne dazu gießen, alles einmal aufkochen und dann für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze einköcheln lassen, gelegentlich mal umrühren und dann die gebratenen Pilze wieder dazugeben, samt Pilzwasser, außerdem die restliche Petersilie von den Semmelknödeln, einen guten Spritzer Zitronensaft, eine ordentliche Prise Salz und Pfeffer und dann alles kurz unterrühren. Und jetzt müssen wir die Soße im Prinzip nur noch etwas abbinden, dafür die zuvor angerührte Speisestärke dazu gießen und das Ganze anschließend so lange köcheln lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
die Soße dann vom Herd ziehen und jetzt können wir auch schon servieren. Dafür pro Portion 2 Semmelknödel auf einen tiefen Teller geben, die Pilzrahmsoße rundherum verteilen und alles mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.